Der 28. Juni 1998 war ein glühend heißer Tag in Splendora, Texas. Es war auch der 8. Geburtstag von Robbie Middleton. Robbie wartete voller Vorfreude auf seinen Ehrentag. Er gab einen Teil seines Geburtstagsgeldes für Feuerwerk aus und plante dann, durch den Wald hinter seinem Haus zu gehen, der sein Wohnviertel mit einem anderen Viertel verband, in dem sein Freund wohnte. Zu seinem Geburtstag hat Robbie ein Zelt geschenkt bekommen. Seine Mutter Colleen hatte es im hinteren Garten aufgebaut, damit Robbie und sein Freund dort übernachten konnten. Seine Mutter sagte, dass dieser Tag wahrhaftig einer der glücklichsten Tage seines Lebens war und dass Robbie seine Geburtstage einfach sehr liebte. Doch an diesem schicksalshaften Nachmittag, der ein Tag der Feier und Freude hätte sein sollen, wurde Robbie im Wald brutal angegriffen, als er sich auf den Weg zum Haus seines Freundes machte. Sein Angreifer band Robbie an einen Baum, bevor er mit Benzin übergossen wurde. Anschließend wurde Robbie angezündet. Als das Seil brannte, konnte Robbie sich befreien. Er versuchte nach Hause zu kommen, brach jedoch auf der Straße zusammen. Colleen entdeckte ihren schwer verletzten Sohn auf der Straße. Robbie wurde sofort ins Krankenhaus gebracht. Der 8-Jährige erlitt Verbrennungen 3. Grades an 99% seines Körpers. Nur seine Fußsohlen blieben unversehrt. Seinen Eltern wurde von den Ärzten gesagt, dass er nicht überleben wird. Doch auf wundersame Weise tat er das. Nach dem Angriff konnte Robbie den 13-jährigen Donald Collins als seinen Angreifer identifizieren, der ganz in der Nähe der Middleton-Familie gelebt hat. Colleen hat ihren Sohn Robbie öfters vor Donald gewarnt, dass er sich von ihm fernhalten sollte und falls er ihn jemals alleine sieht, sofort wegrennen sollte. Nach dem Angriff wurde Donald verhaftet und verbrachte mehrere Monate in Jugendhaft, wurde aber letztendlich aufgrund mangelnder Beweise und Motivation freigelassen. In den kommenden Jahren musste sich Robbie mehr als 200 Operationen unterziehen. Robbie freute sich darauf, sein Trauma hinter sich zu lassen und weiterzumachen, um einfach nur glücklich zu sein. Die Vergangenheit ist Vergangenheit und wir müssen sie loslassen, sagte Robbie immer optimistisch. Allerdings wurden Robbies Organe durch das Feuer schwer beschädigt und knapp 13 Jahre später, im Jahr 2011, starb Robbie im Alter von 20 Jahren an Krebs. Da der Krebs durch die schrecklichen Verbrennungsverletzungen verursacht wurde, wurde Robbies Tod schließlich als Mord gewertet. 17 Tage vor seinem Tod machte Robbie ein 27-minütiges Video. In diesem nannte er wieder Donald als seinen Angreifer. Allerdings sagte Robbie diesmal, dass er 2 Wochen vor dem Angriff von Donald sexuell missbraucht wurde. Donald vergewaltigte Robbie in den gleichen Wäldern, in denen er später angezündet wurde. Somit wurde Jahre später endlich ein Motiv für die abscheuliche Tat gefunden. 3 Jahre nach dem Angriff wurde der damals 16-jährige Donald verurteilt, weil er einen anderen 8-jährigen Jungen sexuell missbraucht hatte. In seinem Video beschrieb Robbie, wie er an seinem Geburtstag durch den Wald gegangen war, auf dem Weg zum Haus seines Freundes, als Donald plötzlich hinter ihm schlich und ihm Gas ins Gesicht spritzte. Er sagte, dass Don ihn an seiner Schulter gepackt hatte und ihn mit Benzin übergossen hatte. An mehr erinnerte sich Robbie nicht. Doch an was sich Robbie erinnern konnte, ist, dass während er in Flammen stand, er auch die Stimme eines Erwachsenen hören konnte, mit dem Donald gesprochen hat. Nach Robbies Tod wurde Donald verhaftet und als Erwachsener wegen Kapitalmordes angeklagt. Zum Zeitpunkt des Angriffs musste man mindestens 14 Jahre alt sein, um für ein Verfahren als Erwachsener eingestuft zu werden. Jahre später änderte sich das jedoch. Donalds Anwalt erklärte, die Verlegung des Falls an ein Erwachsenengericht verletze Donalds Rechte, weil das Gesetz 1998 nicht zuließ, ihn als Erwachsenen einzustufen. Die Staatsanwaltschaft entgegnete jedoch, der Mord habe erst 2011 stattgefunden und zu diesem Zeitpunkt konnten bereits Minderjährige ab 10 Jahren als Erwachsene vor Gericht gestellt werden. Während des Prozesses erklärte Colleen vor Gericht, dass Robbie seine letzten Wochen damit verbracht habe, sich zu sorgen, er müsste die Ewigkeit in der Hölle verbringen. Robbie war so besorgt über das Jenseits, dass er kaum noch etwas anderes als Zeichentrickfilme ansah. Aus Angst, eine Handlung könnte anzüglich sein. Robbie glaubte, dass er Angst habe, in die Hölle zu kommen, weil er vergewaltigt worden sei. Aus seiner Sicht empfand er Sex vor der Ehe als Sünde. Während des Prozesses sagten mehrere Zeugen aus, Donald habe ihnen gestanden, dass er für den Angriff auf Robbie verantwortlich sei. Der 8-jährige Junge, der damals von Donald sexuell missbraucht wurde, sagte ebenfalls aus, dass Donald ihm nach dem Angriff gedroht habe, ihn zu verbrennen, falls er jemandem davon erzählen sollte. In einer weiteren Aussage erklärte Heather Marie White, deren Mutter mit Donalds Cousin verheiratet war, dass Donald ihr gestanden habe, er und Rex hätten Robbie verletzt. Rex war Donalds Onkel und seit Jahren gab es Fragen zu einer möglichen Beteiligung. Rex bestritt die Vorwürfe und die Staatsanwaltschaft erklärte, man glaube nicht, dass er beteiligt gewesen sei. Robbies Familie war stets davon überzeugt, dass auch ein Erwachsener an dem Angriff beteiligt war.
Im Jahr 2015, 17 Jahre nach der Tat, sprach eine Jury Donald des Mordes schuldig und verurteilte ihn zur Höchststrafe von 40 Jahren. Donald landete dort, wo er hingehört, hinter Gittern. Und das alles dank Robbie, der sich nicht zum Schweigen bringen ließ.